War natürlich ein Traum, also das ist so kolossal, das ist unglaublich. Niklas Jensen im Februar 2004. Sein Premierentor für Borussia Dortmund beim 4:2-Sieg in Wolfsburg. Das war eine gute Freistoßtor, als ich mich gut erinnere. Die meisten von meinen Toren war eigentlich Freistöße, glaube ich. Für den BVB trifft das zu 100% zu. Auch sein zweites Tor, diesmal in Mönchengladbach, wieder ein Freistoß. Und ich sage vielleicht, okay, ich lass mir, weil ich habe ein gutes Gefühl. So. Und natürlich ein Spieler wie Rosicky hat vielleicht die letzte Worte und sagt dann, okay, dann nimm du oder nee, ich nehme und dann wird es so. Niklas Jensen wechselt 2003 von Manchester City zum BVB. Die Sky Blues sind gerade erst in die Premier League aufgestiegen. Ich wusste damals, dass City würde nicht Top 4, Top 5 in England. Damals, vorher die Saudi und die viel Geld da. Und ich möchte sehr gerne europäisch spielen und um die Titel zu streiten und hoffte natürlich, dass BVB das könnten. Es hätte sicher bessere Zeitpunkte gegeben, um seine ehrgeizigen Ziele bei den Schwarz-Gelben umsetzen zu können. Ich war hier nur 3, 4, 5 Wochen oder so und dann haben wir zum Club Brügge, glaube ich, in 11 Meter rausgeworfen in die Champions League Qualifikation. Und dann kam eine chaotische Zeit, finanziell Unruhe und das war natürlich nicht so schön. Er wird in seinen beiden Jahren beim BVB unter Matthias Sammer Sechster und unter Bert van Marwijk Siebter. Trotz aller sportlichen Achterbahnfahrten in dieser Zeit genießt er die Dortmunder Fußballkultur. War natürlich ein Traum. Also natürlich, wenn du dann spielst, dann gehst du so relativ schnell in eine Zone und dann spielst du nur, aber das ist so kolossal, das ist unglaublich. Also normalerweise dann siehst du einige, dass du kennst oder so von anderen Vereinen, aber hier ist das alles nur so groß und beeindruckend, so unglaublich, wirklich, wirklich. Und wie die meisten Skandinavier ist auch er eine unkomplizierte Persönlichkeit, ein Teamplayer und eine fröhliche Natur. Also du bist so viel Zeit miteinander, mit deinen Mitspielern zusammen, viel mehr Zeit dann mit deiner Familie. So schlechte Laune und nicht gute Verhältnisse mit den Mitspielern zu haben, das ist für mich doof. Und deswegen habe ich immer mit fast allen Spielern so ein gutes Verhältnis gehabt, fühle ich. Sogar zu einem Gegenspieler hat er ein besonders gutes Verhältnis. In Bremen kommt es zum Duell mit seinem Bruder Daniel. Das ist auch speziell, natürlich gegen ihn zu spielen. Und wir haben in Nationalmannschaft zusammen gespielt und dann für 90 Minuten waren wir kein Brüder. So, dann geht es um 3 Punkte und dann nach dem Spiel, okay, dann können wir reden. Ne? Niklas Jensen beackert beim BVB die linke Seite im defensiven Mittelfeld. Genau wie in der dänischen Nationalelf, für die er 2002 an der WM und 2004 an der EM teilnimmt und insgesamt 62 Länderspiele absolviert. Und wer ein guter Freistoßschütze ist, der schlägt auch gute Flanken. Dann versucht man natürlich die größten Mitspieler zu treffen und mit Koller da war das natürlich ein bisschen einfacher dann mit anderen. Das ist eine Welttor von Koller. Das war nur so eine normale Flanke und dann ein super Tor, wirklich.
Insgesamt 7-mal verwandeln Koller und Co. Vorlagen von Niklas Jensen in Torerfolge. So auch Kollege Everton bei Jensens letztem Einsatz für unsere Borussia. Diese Flanken und Assists zum Tor habe ich nie gesehen. So, das ist super, das ist schön zu sehen. Nach 2 Jahren wechselt er zum FC Fulham. Später wird er mit Kopenhagen noch dänischer Meister und Pokalsieger und wird anschließend Spielerberater. Zum Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen ist der heute 38-Jährige mal wieder zu Gast in Dortmund. Eine Stadt, die ihm auch nach all den Jahren in guter Erinnerung geblieben ist. Also ich habe hier mit meinen Frauen und Kindern eine super Zeit gehabt und ich habe mir hier super wohl gefühlt. Überall im Verein, im Stadt nur schöne Menschen kennengelernt. Also war nur super. Ja.